Zwei Menschen betreten denselben Raum. Der eine redet sofort los, lacht zu laut, sucht ständig Blicke. Der andere sagt kaum etwas. Und trotzdem drehen sich die Köpfe zu ihm. Woran liegt das? Nicht am teureren Hemd, nicht an der besseren Frisur, nicht am größeren Wortschatz. Der Unterschied passiert unter der Haut, in einem System, das niemand sieht und trotzdem jeder spürt. Dein Wert wird nämlich nicht vorgeführt. Er wird gelesen. Und dein Gegenüber liest ihn in Sekundenbruchteilen, lange bevor du auch nur einen einzigen klugen Satz gesagt hast. Wir glauben, Status käme allein aus Leistung. In Wahrheit verschickt dein Nervensystem die erste Nachricht. Es stellt dich vor, noch bevor dein Mund die Chance dazu bekommt. Und heute zerlege ich für dich die 6 stillen Signale, die es dabei sendet. Keine Tricks, keine Show. 6 Gewohnheiten, die deinen Wert sofort verschieben, von innen nach außen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, den fast jeder in Gesprächen falsch macht. Die meisten kämpfen um Aufmerksamkeit. Sie unterbrechen, reden schneller, werfen noch eine Pointe hinterher, lachen etwas zu bereitwillig. Das Problem: Wer Aufmerksamkeit einfordert, verrät, dass er sie nötig hat. Und Bedürftigkeit senkt deinen Wert schneller, als jedes Argument ihn heben könnte. Menschen mit echtem Standing machen das Gegenteil. Sie lassen Aufmerksamkeit sich setzen, statt sie zu jagen. Sie sprechen seltener, dafür gezielter. Und genau dadurch wiegt jedes ihrer Worte mehr. Dahinter steckt ein simpler Kontrasteffekt deines Gehirns. Dauerlärm blendet es aus. Was selten kommt, sticht heraus. In einem Raum voller Stimmen, die alle gehört werden wollen, wird die ruhige Stimme zum Magneten. Merke dir das. Wer nichts zu beweisen hat, muss auch nicht dazwischen reden. Diese Ruhe zieht mehr Blicke auf sich als jede Lautstärke. Aber Ruhe zeigt sich nicht nur in der Stimme. Die zweite Sache zeigt sich zuerst in deinem Körper. Denn dein Körper plaudert schneller, als dein Mund es je könnte. Winzige Bewegungen verraten Anspannung, Abwehr, das leise Betteln um Zustimmung. Unter Druck macht der Durchschnittsmensch immer dasselbe. Er redet hastiger, zappelt, blinzelt öfter, rückt auf dem Stuhl herum, greift sich ins Gesicht. Alles Signale, die sagen, hier ist jemand nicht sicher. Menschen mit Präsenz trainieren das Gegenteil. Ruhiger Atem, lockerer Kiefer, wenige Gesten, ein Stand, der wirkt, als würde ihn so schnell nichts umwerfen. Sie machen sich still, ohne steif zu werden. Der Grund geht tief in unsere Biologie. Wir sind darauf gebaut, in Bruchteilen von Sekunden Gefahr zu erkennen. Und wer am wenigsten bedroht wirkt, wirkt automatisch am souveränsten. Nicht aggressiv, ruhig überlegen. Dein Gehirn setzt körperliche Gelassenheit mit innerer Stärke gleich. Deshalb ist das, was wir bewundernd Ausstrahlung nennen, oft nichts anderes als ein Nervensystem, das gelernt hat, unter Druck still zu bleiben. Als drittes kommt die Zwillingsgewohnheit zu diesem stillen Körper. Menschen mit Wert reagieren nicht, sie antworten. Und der Unterschied entscheidet ganze Machtverhältnisse in einem einzigen Moment. Reaktion ist Reflex. Antwort ist Kontrolle. Wenn dich jemand unterbricht, scharf hinterfragt oder deine Position angreift, wird dieser Augenblick zu einem stillen Statuskampf. Und die Frage ist nie, wer Recht hat. Die Frage ist, wer die Fassung behält. Niemand im Raum denkt das bewusst. Aber alle spüren unbewusst, wer als erster zuckt, wer die Stimme hebt, wer sich verkrampft. Wer stattdessen kurz innehält, ruhig atmet und erst dann gleichmäßig antwortet, sendet ein starkes Signal. Diese Mikropause sagt, ich habe mich im Griff. Und Selbstkontrolle liest dein Gegenüber als geistige Stärke. In hitzigen Momenten gewinnt nicht der Lauteste. Es gewinnt das ruhigste Nervensystem, die unsichtbare Rangordnung im Raum. Deine Gelassenheit wird zu deinem Einfluss. Doch Kontrolle hört nicht beim Gespräch auf. Die vierte Gewohnheit zeigt sich darin, wie du mit deiner Zeit umgehst. Und hier machen die meisten einen teuren Fehler. Sie sind sofort erreichbar, immer, für jeden, bei allem. Ständige Verfügbarkeit klingt freundlich, sendet aber eine unangenehme Botschaft. Von diesem Menschen gibt es reichlich, jederzeit, umsonst.
Und was im Überfluss da ist, behandelt das Gehirn automatisch als weniger wertvoll. Das heißt nicht, Spielchen zu spielen oder absichtlich kühl zu sein. Es heißt, deine Zeit so einzuteilen, dass sie deine Prioritäten zeigt, statt bei jeder Anfrage sofort alles stehen und liegen zu lassen. Denn sobald der Zugang zu dir nicht mehr grenzenlos ist, bekommt deine Anwesenheit Gewicht. Was begrenzt ist, bekommt Aufmerksamkeit. Wer weiß, dass deine Zeit strukturiert ist, geht mit euren Begegnungen sorgfältiger um. Grenzen heben deinen Status. Uneingeschränkter Zugang verwässert ihn. Und je klarer du hier wirst, desto mehr Menschen behandeln dich plötzlich mit einem Respekt, um den du früher vergeblich gebettelt hast. Aber jetzt kommt die 5. und die fühlt sich erstmal völlig falsch an. Sie lautet: Halte es aus, missverstanden zu werden. Für die meisten ist das die Hölle. Kaum deutet jemand etwas falsch, schießt der Drang hoch, sich sofort zu erklären, zu rechtfertigen, das Bild gerade zu rücken. Doch genau da liegt die Falle. Je verbissener du dein Image verteidigst, desto zerbrechlicher wirkt es. Ein Mensch, der jedes Missverständnis sofort korrigieren muss, zeigt damit nur, wie sehr sein Selbstbild von der Meinung anderer abhängt. Innerlich gefestigte Menschen wissen etwas Befreiendes. Wenn dich jemand kurz falsch versteht, sinkt dein tatsächlicher Wert dadurch um keinen Millimeter. Also springen sie nicht sofort an. Sie prüfen erst. Ist dieses Missverständnis wirklich wichtig? Wenn ja, stellen sie es knapp klar und gehen weiter. Wenn nein, lassen sie es einfach stehen und vertrauen darauf, dass die Zeit das Bild von selbst zurechtrückt. Denn Sicherheit fühlt sich ruhig an, Unsicherheit fühlt sich hektisch an. Und dein Gehirn verwechselt ruhige Sicherheit mit Autorität. Wer nicht hetzt, um Eindrücke zu retten, wirkt stabil. Und Stabilität steht höher als Beliebtheit. Doch all das läuft auf die 6. zu. Und sie ist der eigentliche Anker unter allen. Sie lautet: Sei bereit, aus einer ungleichen Beziehung auszusteigen. In dem Moment, in dem du zeigst, dass du nicht klammerst, verschiebt sich dein Wert schlagartig. Stell dir jemanden vor, der dich immer wieder respektlos behandelt, dich ständig unterschätzt, deine Grenzen übergeht. Der niedrigwertige Reflex ist, zu streiten, zu überzeugen, um eine Lösung zu ringen, bis der andere endlich einsieht. Die hochwertige Antwort sieht anders aus. Einmal nüchtern bewerten und wenn nötig, ruhig zurücktreten. Kein Ausbruch, keine große Ankündigung, kein Bedürfnis, vorher noch Recht zu bekommen. Einfach Loslösung. Denn Loslösung sendet eine Botschaft, die niemand ignorieren kann. Ich habe genug. Ich bin nicht abhängig von diesem Austausch und in dem Augenblick, in dem Menschen spüren, dass du bereit bist, die Sache zu verlieren, kippt das ganze Machtverhältnis. Abhängigkeit senkt deinen Status. Unabhängigkeit hebt ihn. Wer nicht gehen kann, verhandelt aus Schwäche. Wer jederzeit gehen könnte, muss gar nicht mehr verhandeln. Das ist die stille Kraft, die den Raum verändert, ohne dass ein lautes Wort fällt. Und wenn du jetzt genau hinschaust, erkennst du, dass diese 6 Gewohnheiten im Grunde eine einzige sind. Sie alle sind Ausdruck von Selbstregulation. Nicht Dominanz, nicht Kälte, nicht Einschüchterung. Regulation. Wenn du deine Impulse regulierst, deine Reaktionen, deine Worte, deine Zeit, deine Erreichbarkeit, dann stabilisiert sich etwas in dir. Und eine stabile Identität fühlt sich für andere kraftvoll an, ganz ohne Anstrengung. Die meisten versuchen, ihren Wert von außen aufzupolieren. Besserer Stil, schärfere Sprüche, lautere Selbstsicherheit. Aber kein äußerer Glanz überdeckt eine innere Unruhe. Wert wächst zuerst innen, dann strahlt er nach außen. Sobald du aufhörst, nach Zustimmung zu jagen, aufhörst, Dringlichkeit zu verströmen, aufhörst, blind zu reagieren, wirst du innerlich verankert. Verankerten Menschen wird vertraut. Vertrauten Menschen wird Respekt gezollt. Und Respekt braucht keine Lautstärke. Aber diese letzte Gewohnheit, das Aussteigen, wirft eine unbequeme Frage auf. Denn es gibt Menschen, die genau von deiner Offenheit angezogen werden. Nicht, weil sie schätzen, sondern weil sie sich daran bedienen.
Für sie ist deine Verfügbarkeit kein Geschenk, sondern eine Einladung. Sie nehmen, ohne je etwas zurückzugeben, und merken es oft nicht einmal. Und die entscheidende Frage ist dann nicht mehr, wie du wertvoller wirkst, sondern wie du bei genau diesen Menschen die Grenze ziehst, ohne dich schuldig zu fühlen und ohne selbst kalt zu werden. Genau darum geht es im verlinkten Video. Wie du deine Kraft zurückholst, die dir diese Menschen über Jahre genommen haben, schauen wir uns dort gemeinsam an.